Hallo, ich bin's, Ian. Ich möchte euch kurz die Bücher vorstellen, die ich für den Black History Month herausgesucht habe. Auf gar keinen Fall werde ich alle davon lesen, aber ich dachte, vielleicht interessiert euch meine Vorauswahl auch. Erstmal zu den Romanen. Das Land Nimeria von Samuel A. Delany möchte ich auf jeden Fall irgendwann lesen, vielleicht diesen Monat. Ich glaube, es ist der zweite Teil der Nimeria-Reihe. Ich habe auf jeden Fall Geschichten aus Nimeria vor 2, 3 Jahren schon mal gelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist so eine Fantasy-Welt und genau, es geht viel so um philosophische Probleme oder Fragestellungen. Dann möchte ich Menschenkind von Toni Morrison lesen. Ja, ich habe schon ein paar Bücher von ihr gelesen und die haben mir recht gut gefallen, deswegen habe ich vor irgendwann auch die meisten von ihren Büchern gelesen zu haben. Das Buch spielt so kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Dann Sosa Boy von Ken Soro-Wiwa. Das Buch habe ich geschenkt bekommen und hinten auf dem Buchrücken steht es, dass es ein Antikriegsroman ist. Der Autor kommt aus Nigeria, deswegen vermute ich, dass es dort spielt. Dann Coulson Whitehead, Apex. Das Buch habe ich mir hauptsächlich rausgesucht wegen dem Autor. Er hat ja andere bekannte Bücher geschrieben und die ich alle noch nicht gelesen habe, aber das Buch ist so ein nettes kleines Buch. Hinten steht drauf, dass es eine Kleinstadtsatire ist. Genau, ich bin gespannt. Dann Zeit des Schattens von Leonora Miano. Das Buch habe ich vor einem Jahr bestimmt mal als kostenloses Rezensionsexemplar angefragt und bisher immer noch nicht gelesen. Hinten steht nämlich drauf, dass es, oder ich vermute, dass sehr viel Gewalt, es geht um Kolonialismus und so, da drin vorkommt und sehr grafisch beschrieben wird. Ich weiß es nicht, aber genau diese Erwartung von Gewaltbeschreibung hat mich bisher so ein bisschen abgeschreckt, dieses Buch zu lesen, aber ich will es unbedingt lesen. Mal gucken, ob ich es jetzt im Februar schaffe. Und der letzte Roman, Eine englische Art von Glück von Andrea Levi. Genau, es geht um einen amerikanischen Auswanderer nach England und es stand auf irgendeiner Leseempfehlungsliste. Mehr weiß ich nicht von diesem Buch. Damit komme ich zu den Non-Fiction-Büchern. Da möchte ich auf jeden Fall sehr bald Schwarz wird groß geschrieben. Eine Essaysammlung von Flinter aus Deutschland lesen. Ich möchte einfach mehr Bücher aus dem deutschen Kontext lesen und da passt das sehr gut rein. Dann habe ich ja vor einiger Zeit The Body is Not an Apology gelesen und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte es mir selber besorgen, aber ich bin nicht so gut darin, genau zu zitieren. Deswegen habe ich mir aus Versehen das falsche Buch gekauft und zwar Your Body is Not an Apology, a Workbook. Und damit habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe es vor. Und dann Why We Matter, das Ende der Unterdrückung von Emilia Roig. Das Buch habe ich auch geschenkt bekommen. Hinten auf dem Buchrücken steht, die Muster der Unterdrückung werden aufgedeckt. Genau, also so eine Beschreibung, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht Analyse von intersektionalen Diskriminierungsarten. Ich bin gespannt. Und seine eigene Kategorie von Sachbüchern sind bei mir Autobiografie und Biografien. Da habe ich mit dem ersten Buch auch angefangen, und zwar von Nura Habib Omer, einer Musikerin in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Vom Asylheim in die Charts. Das Buch habe ich angefangen und bisher gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Dann All the Boys Aren't Blue von George M. Johnson. Das Cover ist einfach super schön und genau eine Autobiografie von einer queeren Person. Genau mein Geschmack, hoffentlich.
Dann möchte ich das zweite Buch quasi in so einer zweiteiligen Autobiografie lesen von Anatol Egbuna. Dieses Buch ist genau der zweite Teil. Der erste Teil spielt genau, den ersten Teil seiner Kindheit hat er in Nigeria verbracht. Da hat er krasse häusliche Gewalt erlebt. Darum geht es im ersten Teil. Und im zweiten Teil ist er dann in Deutschland und beschreibt da halt seine Erfahrung mit Rassismus und ich weiß nicht genau was, aber der erste Band hat mir sehr gut gefallen, weswegen ich den zweiten auch auf jeden Fall lesen möchte. Und zum Abschluss habe ich ja eigentlich nicht so mit Comics, aber ich dachte, ich versuche es nochmal. Immerhin investiert man nicht so viel Zeit bei Comics. Und zwar die Biografie oder biografisches Comic von über Angela Davis, und zwar Gejagt, die Flucht der Angela Davis. Ich bin gespannt. Das waren die Bücher, die ich für Februar rausgesucht habe. Vielleicht lese ich auch ganz andere Bücher. Vielleicht, oder höchstwahrscheinlich lese ich nicht so viele Bücher. Genau, wenn ihr die Bücher gelesen habt, würde mich interessieren, was ihr darüber gedacht habt. Vielleicht motiviert mich das, noch mehr sie zu lesen oder sie in der Liste vorzuziehen. Ansonsten würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr diesen Monat lest. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Viel Spaß beim Lesen!